So Freunde, wir befinden uns hier auf der Balul, dem größten Boot in der Flotte von Blue Water Dive. Ich habe ja auch noch Highlights versprochen und daher ankern wir jetzt vor Abu Nuwas. Abu Nuwas, der Schiffsfriedhof. Hier liegen 4 betauchbare Wracks auf einer Tiefe bis hin zu 30 Meter. Letzten August bin ich ja bereits hier gewesen und habe die bekannte Kinetic betaucht und auch die Janice D mit ihrem zugänglichen Maschinenraum. Auch die steht natürlich heute wieder auf dem Programm, zusammen mit dem Fliesenfrachter Chrysola M. Und vielleicht steht in den nächsten Tagen auch noch ein weiteres Wrack-Highlight an. Also Freunde, anrödeln und auf geht's. Let's go!
Geiles Frack, die Giannisti, oder? Immer wieder schön. Da im Maschinenraum vor dem Motorblock zu hängen, ist echt schon irgendwie ziemlich epic. Riesengroßes Dankeschön an Stefan für die 2, 3 sehr, sehr geilen Shots von mir. Und ja, damit herzlich willkommen zurück an Land. Das war jetzt eine schnelle Woche Tauchen in Hurghada. Mein Fazit: Das Hotel, doch recht basic, aber sagen wir so, sie geben sich wirklich Mühe. Die Zimmer sind gemütlich, vor allem auch durch den Baustil. Und die Idee mit den bunten Oberlichtern ist echt cool. Und Block E ist durch seine Lage ein wenig abseits halt auch schön ruhig. In den anderen Blocks hätte ich mich jetzt tatsächlich wohl eher nicht zu Hause gefühlt. Leider vom Essen her der niedrigste Standard, welchen ich bislang in Ägypten hatte. Man verhungert definitiv nicht, aber da bin ich von Auswahl, Qualität und Geschmack einfach ganz anderes gewohnt. Die Architektur der Anlage dagegen kann wirklich mal punkten. Sehr positiv aufgefallen ist mir auch, dass niemand vom Personal aktiv nach Trinkgeld gegeiert hat. Was ich halt auch bereits anders erlebt habe. Vom Ranking der 6 von mir besuchten Resort-Hotels hier würde ich dieses vom qualitativen Gesamtbild daher vermutlich so auf Platz 4 einordnen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Tauchen in Hurghada. Leider wie erwartet jetzt nicht wirklich so spannend. Ich habe das ja schon befürchtet, aber mit Highlights wie Ras Mohammed oder Daedalus ist man halt auch leider irgendwie versaut. Immerhin scheinen die Korallen sich nach dem letzten heißen Sommer hier in der Gegend ein wenig erholt zu haben. Trotzdem wäre Hurghada jetzt nicht mein bevorzugtes Tauchziel. Passend dazu, an dieser Stelle hätte ich jetzt eigentlich eine Rezension zur Tauchbasis vorgesehen. Leider hätte das hier den zeitlichen Rahmen für dieses Outro komplett gesprengt. Das ist eh schon lang genug und irgendwo muss man ja Platz einsparen. Also, bei Interesse nach meinem Eindruck und meinen Erfahrungen hier vor Ort, feel free to ask. Ich gebe gerne Auskunft. All in all war es doch eine ganz gute Woche. Eingelocht. Wow, kannst du mir das auch zeigen? Mit einfachem Spaßtauchen, ohne allzu viel Anspruch. Und tatsächlich war diese Woche für mich ja auch eher ein Projekt. Ich bin ja quasi umgestiegen auf Sidemount, aber eine Zweitank-Konfiguration macht hier in diesem Kontext gerade nicht so wirklich Sinn. Also, alles auf eine erste Stufe konfiguriert, nur eine Flasche eingehängt. Monkey Diving is the way to go. Der Vorteil? Eine leichte und schmale Konfiguration zum Reisen, als auch bessere Bewegungsfreiheit, mehr Sicherheit, theoretisch weniger Rückenprobleme und extremer Spaßfaktor. Kleinere Nachteile, etwas umdenken und reinkommen beim Tarieren und Trimmen und leider auch echt eine gottlose Fummelei im Vorfeld, bis dann alles einmal sitzt, wie es soll. Hat halt auch ein paar Tauchgänge gedauert, bis ich da meine optimale Einstellung herausgefunden hatte. Aber hey, vom Tauchgefühl her ist das Ganze quasi ein bisschen wie Schnorcheln auf Testo. Und geiler aussehen tut's sowieso. Und auch wenn Stefan im Gegensatz zu mir mit einem klassischen Jacket unterwegs ist, so ist die Konfiguration dennoch buddy-kompatibel. Zum Beispiel tauchen wir hier beide den gleichen Apex XTX50 Regler in Tech-Konfiguration mit Longhose. Denn wer lang hat, der kann lang hängen lassen. So Freunde, das war der erste Tauchtrip 2025. Das war's aus Hurghada. Wenn ich euch hier einen Mehrwert bieten konnte, lasst doch mal einen Daumen hoch da oder auch gerne einen netten Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Also Freunde, dranbleiben. Denn ihr wisst ja, es ist wie beschlagener Spiegel. In Kürze sehen wir uns wieder.